Nutzen Sie schon ein Tool, in dem Ihre Kunden Termine bei Ihnen buchen können? Falls nicht, zeigen wir Ihnen in diesem Video, wie Sie ganz einfach eine Buchungsseite in Microsoft Bookings einrichten und Ihren Bridge-Beratungsraum direkt einbinden können. Durch die Integration Ihres persönlichen Bridge-Beratungsraums sehen Ihre Kunden bereits bei der Terminbuchung, dass der Termin in Bridge stattfindet und bekommen den Link zum Beitritt direkt zur Verfügung gestellt. Der Zugang findet sich dann auch in der verschickten Kalenderdatei sowie in Erinnerungsmails wieder, sodass Ihre Kunden mit nur einem Klick beitreten können. Falls Sie lieber ein anderes Tool, wie beispielsweise die Terminbuchungsfunktion des Google-Kalender nutzen möchten oder bereits nutzen und nur erfahren möchten, wie Sie Ihren Bridge-Beratungsraum einbinden, halten wir auf unserem Helpdesk weitere Artikel für Sie bereit. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Beachten Sie, dass MS Bookings nur in kostenpflichtigen Microsoft 365 Versionen zur Verfügung steht. Um nun mit der Einrichtung Ihrer Terminbuchungsseite zu beginnen, öffnen Sie als erstes Microsoft Teams oder Outlook. In beiden Oberflächen finden Sie MS Bookings über die linke Seitenleiste unter Weitere Apps. Hier suchen Sie nach Bookings und öffnen es mit einem Klick. Ob Sie die Einrichtung in Outlook oder Teams durchführen, ist egal. Solange Sie mit demselben Account eingeloggt sind, werden die Daten in diesem hinterlegt und mit beiden Oberflächen synchronisiert. In Microsoft Bookings angekommen, beginnen Sie nun mit der Einrichtung Ihres ersten Buchungstyps. Sie können sich entscheiden, ob Sie eine persönliche Buchungsseite oder eine geteilte Buchungsseite erstellen möchten. Geteilte Buchungsseiten ermöglichen die Verwaltung der Buchungsseite durch Teams und bieten vor allem für größere Unternehmen mehr Möglichkeiten für die gemeinsame Terminverwaltung und Anpassung an das Unternehmen. Um dieses Erklärvideo einfach zu halten, werden wir uns mit der Einrichtung einer persönlichen Buchungsseite beschäftigen. Dafür klicken Sie unter Persönliche Buchungsseite auf Besprechungstyp erstellen. Sie befinden sich nun im Modus für die erste Einrichtung. Auf der ersten Seite legen Sie nun grundsätzliche Einstellungen für Ihre Terminart an, beginnend mit dem Titel. Am besten kommunizieren Sie schon hier, ob der Termin online oder vor Ort stattfinden soll. So kann es später nicht zu Verwirrung bei Ihren Kunden kommen, da der Link zum Beratungsraum in der Übersicht aller Terminarten eventuell nicht sofort zu sehen ist, je nachdem wie lang Ihre Terminbeschreibung ist. Wir entscheiden uns daher beispielsweise für Online-Beratung mit Bridge. In dem Kästchen neben dem Titel können Sie ein Emoji aussuchen, das auf Ihrer Buchungsseite ebenfalls neben dem Titel angezeigt wird. Passend zu einer Online-Beratung wählen wir beispielsweise einen Computer. Im nächsten Abschnitt können Sie dem Besprechungstyp eine Kategorie hinzufügen. Das ist vor allem von Vorteil, wenn Sie viele Terminarten anbieten und diese gliedern möchten. Sie können hier zwischen vorgefertigten Kategorien und eigens erstellten Kategorien wählen. Diese können Sie nach Belieben benennen und farblich anpassen. Im nächsten Abschnitt können Sie Ihrem Buchungstyp nun eine ausführliche Beschreibung hinzufügen und Ihrem Kunden so erklären, worum es sich bei diesem Termin handelt. Beispielhaft schreiben wir nun: Buchen Sie Zeit, damit wir gemeinsam eine Online-Beratung in Bridge durchführen. Da wir diesen Termintyp online durchführen möchten, integrieren wir bereits hier unseren dauerhaften Link zu unserem persönlichen Beratungsraum in Bridge. Dies müssen Sie nicht unbedingt tun, da der Link ohnehin noch im nächsten Schritt als Ort in die Terminat hinzugefügt wird. Durch das Einfügen in die Beschreibung erhält Ihr Kunde den Link somit zweimal, sieht ihn aber auch bereits in der Übersicht aller Terminarten auf Ihrer Buchungsseite. Hier müssen Sie abwägen, was Ihnen besser gefällt. Für Vor-Ort-Termine, welche Sie auch im MS Bookings zur Buchung anbieten können, ist das Einfügen natürlich nicht nötig. Um den Link nun zu integrieren, wechseln wir zunächst zu Bridge. Den Link finden Sie unter Einstellungen, persönliche Einstellungen. Falls Sie Ihren Link noch nicht eingerichtet haben, finden Sie alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserem Helpdesk, der in der Beschreibung dieses Videos zu finden ist. Um den Link in Ihren Besprechungstyp zu integrieren, kopieren Sie den Link und wechseln Sie wieder zu MS Bookings. Hier fügen Sie nun den Link zu Ihrem Beratungsraum in der Beschreibung ein. Zur Verdeutlichung schreiben wir Link zum Beratungsraum davor. Im darauffolgenden Reiter Standort können Sie nun, je nachdem ob der Termin vor Ort oder online stattfinden soll, eine Adresse eingeben oder ebenfalls den Link zu Ihrem Bridge-Beratungsraum integrieren. Achten Sie darauf, dass Sie den Regler für eine Teams-Besprechung deaktivieren.
Durch das Integrieren des Links sehen Ihre Kunden den Zugang bei der Terminbuchung, in der verschickten Kalenderdatei und in Erinnerungsmails, wie wir es bereits am Anfang des Videos gezeigt haben. Ihre Kunden können Ihrer Beratung nun direkt beitreten. Weiter geht es nun mit der Termindauer. In der Auswahlliste können Sie sich entweder für eine der vorgefertigten Optionen entscheiden oder eine benutzerdefinierte Dauer einstellen. Im nächsten Abschnitt können Sie entscheiden, ob der Besprechungstyp öffentlich auf Ihrer Buchungsseite zu sehen sein soll, sprich für jeden, der den Link zu Ihrer Buchungsseite hat, oder nur Personen, die den speziellen Link zu dieser Terminat von Ihnen zugesendet bekommen haben. Übersetzen des Hakens in diesem Feld können Sie festlegen, ob Ihre Buchungsseite automatisch in Ihre E-Mail-Signatur eingebunden werden soll. Dies bezieht sich nur auf die E-Mail-Adresse, die Sie zur Anmeldung in Teams oder Outlook verwenden und funktioniert auch nur in Outlook. Wenn Sie andere E-Mail-Programme verwenden, müssen Sie diese Einstellung manuell vornehmen. Im Abschnitt Anpassung planen geben Sie jetzt an, wann Sie für diese Terminat zur Verfügung stehen. Falls Sie in Ihrem Microsoft-Account bereits Besprechungszeiten hinterlegt haben und diese auch für diesen Besprechungstyp verwenden möchten, müssen Sie hier keine Änderungen vornehmen. Falls Sie keine allgemeinen Zeiten hinterlegt haben oder alternative Zeiten verwenden möchten, ändern Sie die Auswahl auf Benutzerdefinierte Verfügbarkeitszeiten verwenden. Als erstes können Sie festlegen, ob die angepassten Zeiten nur in einem bestimmten Zeitraum gelten sollen. In den Feldern mit den Uhrzeiten können Sie die Zeiten für die einzelnen Wochentage anpassen. Mit dem X-Symbol daneben können Sie festlegen, dass sie an diesem Tag nicht verfügbar sind. Möchten Sie beispielsweise über die Mittagszeit keine Termine anbieten, können Sie über das Plus-Symbol eine weitere Zeitspanne hinzufügen und so Ihre Pausenzeit ausklammern. Mit den grundlegenden Einstellungen sind Sie nun fertig. Wenn Sie jetzt speichern, ist Ihr Buchungstyp bereits nutzbar. Wir gehen aber noch die erweiterten Optionen durch, um Ihnen alle Möglichkeiten von MS-Bookings zu zeigen und auch eine Erinnerungsmail für Ihre Kunden einzurichten. Im ersten Reiter der erweiterten Funktionen können Sie Ihrer Terminat Pufferzeiten zwischen gebuchten Terminen hinzufügen, beispielsweise um Zeit für die Nachbereitung freizuhalten. Mit Begrenzung der Startzeit auf können Sie einstellen, zu welchen Intervallen Termine gebucht werden können. Wenn Sie beispielsweise 30 Minuten Intervall einstellen, kann der Kunde zum Beispiel 13 Uhr oder 13:30 Uhr einen Termin buchen. Stellen Sie den Intervall auf 5 Minuten, kann der Kunde 13 Uhr, 13:05 Uhr, 13:10 Uhr und so weiter einen Terminslot buchen. Natürlich kann es trotzdem keine Überschneidungen geben und eingestellte Pufferzeiten werden beachtet. In den beiden darauffolgenden Kästchen können Sie weiterhin einstellen, wie weit im Voraus Kunden die Termine bei Ihnen frühestens und spätestens buchen können. Kommen wir nun noch zum Einrichten einer Erinnerungsmail. Dafür klicken Sie im entsprechenden Abschnitt einfach auf E-Mail-Erinnerung hinzufügen. Wählen Sie aus, wie weit vor Ihrem Termin die Erinnerung verschickt werden soll. Unter Nachricht können Sie nun einen frei wählbaren Text hinzufügen. Alle Termininformationen wie Titel, Standort, Uhrzeit werden automatisch in die Erinnerungsmail eingefügt. Für Online-Termine müssen Sie Ihren Bridge-Beratungsraum somit nicht zwingend erneut integrieren. Wir fügen ihn dennoch ein, damit er definitiv nicht übersehen werden kann. Mit Änderungen speichern sichern Sie Ihre Erinnerung nun. Sie können beliebig viele weitere Erinnerungsmails erstellen, bestehende Mails über das Stiftsymbol bearbeiten oder über das Mülltonnensymbol löschen. Als letztes können Sie nun noch eine Nachverfolgungs-E-Mail senden, falls Sie das möchten. Diese Mail wird nach dem Termin verschickt und Sie können so beispielsweise Feedback einholen oder eine Erinnerung zur Follow-up-Terminbuchung versenden. Auch hier können Sie wieder das Timing festlegen, optional eine Nachricht einfügen und mit Änderungen speichern, sichern. Wenn Sie alle relevanten Einstellungen getroffen haben, klicken Sie nun auf Speichern. Damit sind Sie mit der Ersteinrichtung Ihres ersten Buchungstyps fertig. Durch erneutes Klicken auf die Terminat können Sie immer wieder Anpassungen an dieser vornehmen. Über die 3 Punkte haben Sie die Möglichkeit, die Terminat zu kopieren oder zu duplizieren, beispielsweise wenn Sie eine zweite Terminat mit nur wenigen Änderungen anbieten möchten. Wenn Sie die Terminat als privat festlegen, wird sie nicht mehr direkt auf Ihrer Buchungsseite angezeigt, sondern kann nur noch über den direkten Link zu dieser Terminat aufgerufen werden. Falls Sie die Terminat irgendwann nicht mehr anbieten möchten, können Sie diese über das Mülltonnensymbol löschen.
Über Besprechungstyp erstellen können Sie nun beliebig viele weitere Terminarten zu Ihrer Buchungsseite hinzufügen. Wir haben nun beispielhaft 3 weitere Terminarten zu unserer Buchungsseite hinzugefügt. Doch wie finden Kunden Ihre Buchungsseite? Den Link zu Ihrer Buchungsseite erhalten Sie, indem Sie neben Persönliche Buchungsseite auf das Kopieren-Symbol klicken. Alternativ können Sie den Link auch über Teilen auf der rechten Seite kopieren oder direkt per E-Mail versenden. Diesen Link können Sie nun an Ihre Kunden weitergeben oder beispielsweise in Ihre E-Mail-Signatur einbinden. Wie vorhin bereits beschrieben, können Sie Ihre Outlook-E-Mail-Signatur auch direkt hier bearbeiten. Sie können auch einzelne Besprechungstypen per Link teilen, indem Sie bei der entsprechenden Terminart auf das Teilen-Symbol klicken und diesen Link kopieren oder direkt versenden. Die Möglichkeit, eine Buchungsseite in Ihre eigene Website einzubinden, haben Sie nur über geteilte Buchungsseiten. Für persönliche Buchungsseiten steht nur die Einbettung per Link zur Verfügung. Wie die Einbettung für geteilte Seiten funktioniert, zeigen wir in einem weiteren Video.